Willkommen bei der Einbauanleitung für die Arnold-Hinterrad-Luftfeder, die für den BMW 7er, FL1, FL2 oder FL4 einschließlich Hybriden entwickelt wurde. Dieses Video führt Sie durch die wichtigsten Schritte, um einen erfolgreichen Einbau zu gewährleisten. Wir gewissern sei sich vor Beginn der Arbeiten, dass Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, da in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nachzulesen sind. Heben Sie das Fahrzeug an, stellen Sie es ordnungsgemäß ab und isolieren Sie die gespeicherte Energie, um Verletzungen oder Schaden zu vermeiden. Stellen Sie zunächst die Lenkung auf geradeaus. Heben Sie nun das Fahrzeug an und entfernen Sie das entsprechende Rad und die Radkastenverkleidung. Entfernen Sie nun die hintere Lautsprecherabdeckung. Entfernen Sie auch den hinteren Lautsprecher und haken Sie ihn aus. Entfernen Sie den Schaumstoff unter dem Lautsprecher, um an die oberen Befestigungsmuttern zu gelangen. Lösen und entfernen Sie die 3 oberen Befestigungsmuttern von der Strebe. Elektrischen Anschluss des Federbeins abklemmen. Die Luftleitung entfernen und das Ventil des OE-Federbeins zum Ablassen des Luftdrucks überprüfen. Bevor Sie die vorhandene Luftleitung in das neue Luftfederbein einführen, müssen Sie den Anschluss der alten Originalluftleitung entfernen und entsorgen. Kratzer und/oder tiefe Schnitte in der Luftleitung können zu Undichtigkeiten führen. Überprüfen Sie die Luftleitung vor dem Einsetzen. Wenn die Luftleitung beschädigt ist, muss sie ersetzt werden. Entfernen Sie nun den Luftleitungsanschluss vom Luftschlauch und entsorgen Sie ihn. Entfernen Sie dazu die Spannzange und das verbleibende Anschlussstück gleitet vom Luftschlauch ab. Lösen und entfernen Sie die untere Befestigungsschraube. Jetzt können Sie das Federbein aus dem Fahrzeug entfernen. Die Demontage ist nun abgeschlossen. Vergewissern Sie sich, dass die Luft aus dem Federbein vollständig abgelassen wurde, bevor Sie mit der Demontage fortfahren. Verwenden Sie das mitgelieferte Stoßdämpferkappenwerkzeug, um die obere Kappe von der Luftfeder zu entfernen. Entfernen Sie nun die Mutter von der Stoßdämpferstange. Entfernen Sie die Luftfeder vom Dämpfer. Entfernen Sie alle vorhandenen O-Ringe und Abstandshalter. Sie werden nicht wiederverwendet. Reinigen Sie den Dämpferkörper und untersuchen Sie ihn auf Beschädigungen im Bereich der Dichtungsfläche. Oberflächenschäden im Bereich der Kolbendichtung können dazu führen, dass die Einheit nach der Montage undicht wird. Installieren Sie die neuen O-Ringe und Abstandshalter, die im Lieferumfang enthalten sind, auf dem Dämpferkörper, sodass sie an der Sitzstange anliegen. Beginnen Sie mit einem Abstandshalter und wechseln Sie zwischen Abstandshalter und O-Ring ab. Schmieren Sie die O-Ringe. Setzen Sie die Luftfeder auf das Federbein. Führen Sie die Dämpferstange vorsichtig durch die Kolben- und Isolatorhalterungen. Seien Sie beim Einbau vorsichtig, damit sich der Stoßdämpfer nicht aus der oberen Halterung löst. Montieren Sie dann die mitgelieferte Unterlegscheibe und die obere Mutter. Setzen Sie auch den mitgelieferten O-Ring in die neue obere Kappe ein. Schmieren Sie nun den O-Ring. Schrauben Sie die Kappe in die obere Halterung und sichern Sie sie mit dem mitgelieferten Werkzeug für die obere Kappe. Entfernen Sie den Transportstift aus dem Luftanschluss. Halten Sie den Kolben nun vorsichtig gegen die O-Ringe, um die erste Dichtung herzustellen. Verwenden Sie eine Luftpistole, um die Feder mit gerade so viel Luft zu füllen, dass der Kolben über den O-Ringen sitzt. Als nächstes wird die Ausrichtung des Federbeins mit Hilfe von 2 Klötzen oder anderen Hilfsmitteln so eingestellt, dass der Luftanschluss ungefähr in einer Linie mit dem Steuergerät in der Nähe der unteren Halterung liegt. Um mit dem Einbau zu beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern gemäß den Herstellervorgaben angezogen werden. Beginnen Sie mit dem Einbau des neuen Luftfederbeins in das Fahrzeug. Als nächstes wird die untere Befestigungsschraube wieder eingebaut. Den weißen Transportstift aus dem Luftanschluss entfernen. Installieren Sie nun die Luftleitung, indem Sie die Leitung fest in das Anschlussstück drücken, bis sie fest sitzt.
Den elektrischen Anschluss des Federbeins wieder anschließen und einklipsen. Die 3 oberen Befestigungsmuttern vom Fahrzeuginneren aus montieren. Danach den Schaumstoff für den Lautsprecherhohlraum wieder einbauen, falls vorhanden. Bringen Sie auch den hinteren Lautsprecher und die hintere Lautsprecherabdeckung wieder an. Bringen Sie die Radkastenverkleidung wieder an. Montieren Sie abschließend das Rad wieder und senken Sie das Fahrzeug ab. Der Einbau ist nun abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie unsere Anleitung zum Austausch der BMW 7er Luftfeder gegen eine neue Arnott Luftfeder befolgt haben. Der korrekte Einbau gewährleistet die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Fahrwerkes Ihres Fahrzeuges. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Reparieren.